Die Prostata ist ein Organ im permanenten Wandel, ein stiller Begleiter, der sich im Laufe eines Männerlebens meist unbemerkt vergrößert. Doch was als natürlicher Prozess beginnt, kann sich schleichend zu einer mechanischen Barriere entwickeln, da die Prostata die Harnröhre wie ein Ring umschließt. Wenn dieses Gewebe wächst, wird der Abfluss aus der Blase zunehmend erschwert. Es ist ein Prozess, der oft jahrelang kompensiert wird, bis der Körper deutliche Warnsignale sendet, die wie eine biologische Alarmanlage darauf hinweisen, dass das Gleichgewicht in unterem Harntrakt gestört ist. Nummer 1: Der schwindende Druck des Harnstrahls. Eines der ersten und markantesten Warnzeichen ist der Verlust an kinetischer Energie beim Wasserlassen. Der Harnstrahl verliert spürbar an Kraft und Reichweite. Was früher ein kräftiger, kontinuierlicher Fluss war, ähnelt nun eher einem schwachen Rinnsal, da die vergrößerte Prostata die Harnröhre wie ein Gartenschlauch zusammentrommelt, durch den man versucht, Wasser zu pressen. Dieser mechanische Widerstand zwingt die Blasenmuskulatur zu einer enormen Mehrarbeit, was den Prozess des Urinierens deutlich in die Länge zieht und oft dazu führt, dass der Strahl nicht mehr im hohen Bogen, sondern fast senkrecht nach unten fällt. Nummer 2: Die lästige Startverzögerung. Ein weiteres klassisches Signal ist die sogenannte Startverzögerung, bei der die Kommunikation zwischen Gehirn und Blase scheinbar unterbrochen ist. Man steht bereit, doch der Fluss beginnt nicht sofort. Es vergehen Sekunden des Wartens oder ist es sogar ein aktives Mithelfen durch die Bauchmuskulatur nötig. Dieser Effekt entsteht, weil der Blasenmuskel erst einen extrem hohen Druck aufbauen muss, um den Widerstand der verengten Prostata zu überwinden, bevor sich das Ventil öffnet. Diese Verzögerung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das System bereits an seiner Belastungsgrenze arbeitet. Nummer 3: Die ständige Rufbereitschaft der Blase. Wenn die Prostata wächst, verändert sich nicht nur der Auslass, sondern auch die Blase selbst, was sich in einem häufigen Harndrang äußert. Da die Blase gegen einen Widerstand kämpfen muss, verdickt sich ihre Muskulatur und sie wird zunehmend reizbar oder verliert an Kapazität. Das Resultat ist das Bedürfnis, die Toilette in immer kürzeren Abständen aufzusuchen, oft schon kurz nachdem man gerade erst fertig war. Der Körper reagiert auf die erschwerte Entleerung mit einem permanenten Alarmzustand der Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand, die bereits bei geringen Mengen Urin ein Entleerungssignal an das Gehirn senken. Nummer 4: Die nächtliche Odyssee. Die Nikturie, also das mehrmalige Aufwachen in der Nacht aufgrund von Harndrang, ist eines der belastendsten Symptome einer vergrößerten Prostata. Während der Körper eigentlich regenerieren sollte, zwingt die instabile Blasenmuskulatur den Betroffenen 2, 3 oder mehrmals aus dem Bett. Dies geschieht oft, weil die Blase über den Tag hinweg nie vollständig entleert wurde und nachts die hormonelle Regulation des Urinflusses nicht mehr ausreicht, um die verringerte funktionelle Kapazität der gereizten Blase zu kompensieren. Diese nächtlichen Unterbrechungen führen langfristig zu einem chronischen Schlafmangel und mindern die allgemeine Leistungsfähigkeit massiv. Und Nummer 5: Das verräterische Nachträufeln. Wenn das Wasserlassen beendet scheint, folgt bei einer vergrößerten Prostata oft ein unkontrolliertes Nachträufeln. Dies liegt daran, dass der Harnröhrenabschnitt, der durch die Prostata führt, durch die Einengung nicht mehr effizient leergepresst werden kann. Sobald der Verschlussmechanismus der Blase schließt, verbleibt eine kleine Menge Urin in dem verengten Kanal, die dann der Schwerkraft folgt, sobald man sich wieder bewegt. Dieses Symptom ist nicht nur hygienisch unangenehm, sondern ein klarer Hinweis auf die physikalische Deformation des Harnwegs durch das Prostatagewebe. Möchtest du jetzt noch wissen, was du essen solltest, um deine Prostata zu verkleinern? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.